Hi guys, it's me Andrea. I'm working on a page today, actually on two, because I will show you the cleanup page as well. That's what I always do when I'm stenciling. I clean my stencil on some paper and often I use it to make something with it. So start here with my homemade stencil. Just made it with some dies, simple star dies, nothing really interesting, but these ones are best for when you want to make a stencil. The intricate ones, oh, that's a difficult word, won't work anyway. So okay, what I do is I put it on another page and clean it up on to the page. Okay, normally I'm not doing it this neat, and yeah, and normally I clean it somehow, but this time I thought, oh, I will show you what I do. That's, I have always this paper next to me and clean stuff on it and extra paint, leftover paint, everything I put on this page, and then I will show you how I develop something from that. But yeah, next step now is off center the stencil a bit, and before I put paint down, because I want to use yellow one and that's pretty translucent, I will put a layer of gesso down, dry it, put another layer of gesso down, and then the yellow paint. So, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute diese Seite zeigen, die ich mache mit meinem eigenen mit Schablone, die ich gemacht habe, war mit ein paar Dies, ganz einfache Dies. Wenn du Schablonen mit Dies selber machst, dann oder mit Stanzen selber machst, funktioniert halt mit diesen ganz filigranen nicht. Klar, macht keinen Sinn, weil es immer nur die Außenseiten ausstanzt. Aber solche Formen sind halt ideal. Und was ich euch zeige, ist auch die Seite, auf der ich meine Stencils, meine Stanzen sauber mache und so übergebliebene Farbe drauf packe. Ich habe immer so Papier neben mir liegen und da packe ich das immer alles drauf. Und wenn mir das gefällt, dann arbeite ich halt auch damit. Und das zeige ich euch heute. Ich habe jetzt hier auf dieser Seite die Schablone ein bisschen versetzt aufgesetzt und wollte eine zweite Farbe drauf packen. Habe vorher aber Gesso drauf gemacht und getrocknet, mehrere Lagen, um dann das Gelb drauf zu packen. Das Gelb ist halt relativ nicht deckend und dadurch ist es aber ganz gut, wenn du da erst noch ein bisschen Gesso drauf packst. So, jetzt arbeite ich erstmal komplett hier auf dieser Seite. Und was ich hier mache ist, ich arbeite hier auf meinen Seiten. Das ist eine von meinen typischen, ich gehe mit dem Flow-Ding. Und das ist rein intuitiv. Ich überlege nicht, ich mache irgendwas, was mir so im Verlauf eigentlich einfällt. Ich plane das nie. Diese Sachen auf jeden Fall nicht. So, und deswegen nehme ich hier euch einfach auf diese Reise mit. Das wird, ja, mach oder craft as you go. Und ich mache das eigentlich sehr, sehr gerne. Das ist so eigentlich das, was ich am liebsten mag. Und ich hatte mir gedacht, so ein paar niedliche Gesichter hier auf den Sternen, das ist genau das, was ich brauchte. Und habe mir das erst vorgezeichnet, gehe jetzt drüber mit einem Inkstift und dann hinterher noch mit einem Posca, um die Linie noch ein bisschen zu verstärken. I draw this nice little or happy little faces on these stars, and as I said in German before, that's one of my pages I'm not planning. It's just something sit down intuitively painting. That's what I mostly do when I'm making these art journal pages or paintings, whatever it is. I never plan them because I prefer it. I really love doing this. It's so freeing, it's relaxing, no pressure, nothing. It's different when I'm making cards for people. They request this and that. Oh, it's the 40th birthday and she or he likes this or that color and this or that hobby, and that restricts me so much. And basically it challenged me, of course, and I always make it somehow. But these pages that's what I really love, and that it makes me really happy. And I think the little happy stars, they actually show it exactly. So, and
I will go on with different paint here. The background paint on that paint was, it was just leftover paint with a layer of gesso now, nothing special. So, ich habe dann jetzt hier weitergemacht. Übrigens, der Hintergrund, das was, wie gesagt, dieses ganz leichte, das war einfach so übrig gebliebene Farbe. Da bin ich dann noch mit Gesso, mit einer Lage Gesso drüber. War also nichts Besonderes, einfach nur eine Seite, die ich nicht, ja, nicht wegwerfen wollte. Noch ein bisschen Grün hier und da und einfach mit den Fingern. Das ist auch etwas, was ich wirklich liebe, einfach meine Finger zu benutzen und das direkt zu spüren und auch direkt zu spüren, wo es hin muss. Und das ist so mein Ding. Ich sehe dann zwar immer aus wie ein Ferkel und muss meine Hände oft waschen und die sind dann noch ganz rau im Winter. Sommer geht's, aber sieht man vielleicht auch im Video. Ich muss mir die auch mehr eincremen, aber gut. So, jetzt mache ich hier so ein paar Dots hin mit den Pearl-Makern. Das ist dieses weiße Novo Drop. Die sind ja sowas von, sorry, but Kacke. Die werden so trocken und ziehen dann Fäden. Oh, furchtbar. Ich muss immer mit Wasser oder einem Aufwärmen in irgendeinem Pott und sehr aufwendig. Alles andere, ja, ist mir lieber als das. Aber ich muss sie halt verbrauchen. So ein bisschen von meinem goldenen Ecoline hier, das ich auf Teile des Sterns aufbringe. Und you saw me doing this, making this little dots here with a pearl maker, and I'm going on here with a golden Ecoline, but only partially here on my little stars. I wanted to let them shine a tiny bit. So now I go on here with stamping. I have this stamp set with this big U, and then you are amazing, beautiful, la 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 la. All this encouraging things. Yeah, I hardly use it because that's not my thing. I'm not using it on cards, something like that anyway. But it's okay for the pages here. I just wanted to have something to balance the page out, and that's what I needed. And afterwards I will cut one up because I needed a UR. No, not UR. You are my, my, I used for the other page actually, you will see later. And that's why I cut up two of the words, and you can put them together anyway on the acrylic block later, so that's not really a problem. And here's a little star. I stamp it down with the leftover Ecoline. Ich habe dann ein bisschen von dem Ecoline hier noch für den Sternstempel, das ist ein kleiner Sternstempel, den ich habe, den ich hier noch drauf verteile. Gesehen die Worte oder die Sätze, die ich hier benutzt habe. Im Prinzip wollte ich sie nur haben, um diese Seite ein bisschen auszubalancieren. Und ja, das ist jetzt ein Stempel, da ist ein Fahrrad mit so fliegenden Herzen. Benutze ich nie zusammen. Finde ich einfach, das ist mir zu kitschig. Dann schneide ich mir die Herzen einfach ab, wenn ich irgendwas nur teilweise brauche von einem Stempel. Da bin ich ganz hart gesotten. Ich schneide meine Stempel auch immer auseinander, so wie ich sie brauche. Du kannst sie hinterher auf dem Acrylblock immer wieder zusammenpacken. Das ist ja kein Problem. So you see here was a stamp I cut up as well, as I said before, with the words afterwards, but this one with the hearts flying away from the bicycle, really don't like that, never use it, but separated the bicycle by itself and the hearts by itself, that's okay. So, and you can see me, I made a mess. The stamp fell down and made a mess. Okay, when something happens like this on a card, it's done. You can chuck that up when you can cover it up, but most of the times you can't. But here on a page, it doesn't matter really. I put a layer of gesso on top of that and then paint again. So it's so easy to mend that on a page. And yeah, no one knows that it wasn't planned. And as I said, I'm not planning anyway. So happy little accident. And I wanted my stars to have little cheeks, and that's why I use this dabber here with the inks and give them some orange cheeks. Ihr habt gesehen, ich habe da oben so ein bisschen, der Stempel ist mir hingefallen und
der hat da so ein bisschen was hinterlassen. Meistens ist mir das egal, aber in dem Fall sah das halt ein bisschen, ja, so nach nichts aus und deswegen habe ich das abgedeckt. Erst ein bisschen Gesso drüber und dann noch Farbe. Und das ist auf den Seiten halt einfach. Wenn das auf einer Karte passiert und du kannst die da nicht abdecken, ui, dann kannst du die direkt in den Müll schmeißen. Sowas ist immer ärgerlich. Aber ich habe so Tage, da fällt mir immer ständig alles aus den Händen. So ein bisschen weiße Highlights hier noch um die Buchstaben und um diese kleine Sonne, die ich da hingemalt habe. Und doch die Herzen auch noch, genau. So, und dann bin ich im Prinzip hier mit der Seite schon fertig. Und das Close-up von der Seite seht ihr zum Schluss. Und von der zweiten hier habe ich leider kein Close-up gemacht. Ich habe es vergessen, aber ihr seht dann ja noch Fotos später. So, das ist jetzt kein Beinbruch. Was ich hier mache ist, wie gesagt, ich habe ja die Sterne drauf gehabt und dann die restliche Farbe. Das habe ich nicht gezeigt, wie ich die da drauf gepackt habe. Es ist einfach nur die übrig gebliebene Farbe und dann drauf. So um die Steine herum. Jetzt gar nicht großartig geschaut. Und hier, das ist Ölpastell, das man sehr, sehr schön mit den Fingern verwischen kann. Das mache ich immer gerne. Wenn du schon Acrylic drauf hast auf der Seite, funktioniert das natürlich am besten, weil man das dann am besten verwischen kann. Erst mit Weiß und dann ein bisschen Schwarz, einfach auch um so eine Schattierung hinzubekommen. You know, I started with the other page and the stars were on, you saw that, and then the paint, all the paints I had left over, I used on that page. I didn't show it, but you know, I have it on my kitchen paper, and then I dab it around these stars, and yeah, very simple. I'm not really looking where it is or where I put it, and just that I don't cover the stars, and that's it. So bit of dark blue around on the bottom, and then I worked with oil pastels in black and in white, and I really like to work with them because you can yeah, blend them out easily with your fingers, and that's what I really like. And of course, best to use on top of some acrylics when you always order when you have already acrylics down, it works best on them. So on top I put some of this Ecoline on the page, and I thought I will do that on the bottom as well. It's not covering up all the paint. You will see that later in the pictures. It looks a bit like that when you only see the reflection and the shine, but there is a lot of paint that shines through. So I blend it out here with a baby wipe just to get a bit of a diffuse line. I didn't want to have a harsh line here. Ich habe jetzt hier noch das Ecoline oben und unten verteilt, einfach weil ich hatte das oben schon und dann habe ich gedacht, das sieht ein bisschen blöd aus unten. Nee, und habe ich es auch noch drüber gepackt. Und man sieht die Farben im Hintergrund, die sieht man noch durch. Das ist jetzt hier nicht so schön zu sehen. Später auf den Fotos sieht man das besser, weil das Gold nicht deckt komplett. Oder je nachdem, wie dick oder dünn man das drauf macht, deckt es natürlich schon besser. Aber das gibt dem Ganzen, man sieht hier auch die Farben noch ein bisschen durchscheinen. Das gibt dem Ganzen noch so einen ganz besonderen, ja, finde ich, so eine ganz besondere Farbgebung. Und dieser Distressed Look, ich mag es einfach. So, und jetzt hier jeweils mit meinen Schablonen und den Negativen decke ich das ab, um eben die Splatter zu machen, einmal in weiß und einmal in schwarz. Und jetzt werde ich hier noch durch den Stern stempeln, auch wieder von diesem Stempelset, das ich vorher benutzt habe. Das kommt jetzt in den Stern. You know, I made some splatters, you could see, and I used my negative and positive stencil for that. That's always very good when you can cover it up. You don't have to cut mask from paper. You have your mask already, so that's what I really like. And I used the same stamp set, and I told you that I cut up some of the stamps just to get the make and me, and that's what I do here. But it's pretty small. You can hardly see it. I had to stamp over it several times, but yeah, doesn't matter. It's there. Ich habe dann hier diese Wörter mir auch noch herausgeschnitten, weil das gab es nicht zusammen. Macht aber nichts.
Und ich muss aber ganz, ganz oft drüber stempeln, weil man das kaum sieht. Ich habe da hinterher, bin ich noch ein paar Mal drüber gegangen, einfach um das noch ein bisschen sichtbarer zu machen. Wo ich jetzt auch schreiben können oder noch stempeln können mit größeren Stempeln. Aber es ist jetzt egal. Also das sind jetzt die großen Buchstaben, die ich habe. Die habe ich ausgestanzt und werde jetzt eine Lage von dem Script-Stamp darüber machen, bevor ich dann anfange, die Ränder zu bearbeiten. Die benutze ich jetzt oder benutze ich einen schwarzen Tintenstift hier, einfach um eine schöne eine Umrandung zu bekommen. So this dark cut letters I stamped on top with a script stamp. You could see it. Now I'm giving it a bit of an edge to frame it just with black to make them, yeah, more, to make them stand out more. Glue them down, and I will. You can see the "You Are My Star" on top. It is pretty small, but yeah, okay. I frame the page as well with the blue color I have on top, so just to frame it, just to give it a bit of a contrast around. And I will go around here the letters with my Stabilo oil, just a bit for shading. And that's basically it. I will have few highlights here and there. I think I will go around the U with the white Posca. Ich werde dann, oder habe dann hier jetzt noch ein bisschen schattiert mit dem Stabilo Oil und werde das U noch umranden mit einem weißen Posca. Ein bisschen stempeln tue ich auch noch, genau. Einfach wieder die Maskiersterne benutzen, die ich ja automatisch habe, wenn ich ausstanze, was sehr praktisch ist in dem Fall. Und noch ein bisschen mit dem Script Stamp, aber das war es dann schon. So that's it. As I said, a bit of stamping I did here with the same script stamp, and but that's it. You will see the close-up, but I only have the close-up from the first page, but at the end there are pictures where you can see all the details, so just forgot to do it. And yeah, I will say thanks a lot for watching, guys. I hope you like it, had a bit of fun. I really had a lot of fun making these pages. And yeah, if you like it, please leave me a thumbs up and leave a comment as well. It would be absolutely appreciated, and always like to laugh. I always really like to read your comments, and yeah, just a lot of fun. And yeah, I hope I will see you soon with my next project. So until then, I wish you a fantastic time. Hope to see you soon. Bye bye. So, das war jetzt schon das Close-up von der ersten Seite. Wie ich schon sagte, von der zweiten habe ich keins gemacht, aber ihr werdet ja jetzt die Fotos sehen. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet was mitnehmen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da und einen Kommentar, würde ich mich extrem drüber freuen. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Aber bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Habt viel Spaß, seid kreativ und bis dann, lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.